Es ist Freitagabend und Lukas sitzt mit Sarah in der Küche. Sie haben eine große Karte von Bayern auf dem Tisch ausgebreitet. Lukas möchte unbedingt am Wochenende aus der Stadt raus. Er arbeitet viel am Computer und braucht frische Luft und Bewegung. Sarah schlägt vor, in die Alpen zu fahren, weil das Wetter sehr gut werden soll. Sie suchen nach einem Ort, der nicht so weit von München entfernt ist. Garmisch-Partenkirchen scheint das perfekte Ziel für einen Tagesausflug zu sein. Dort gibt es hohe Berge, tiefe Täler und sehr klare Seen. Lukas schaut auf seinem Laptop nach den Zugverbindungen der Deutschen Bahn. Er findet ein günstiges Ticket für den Regionalzug, der fast jede Stunde fährt. Sarah möchte auch ein Schloss besuchen, denn sie liebt alte Architektur und Historie. Sie entscheiden sich, auch nach Füssen zu fahren, um das berühmte Schloss Neuschwanstein zu sehen. Lukas packt schon im Kopf seinen Rucksack mit Wasser, Äpfeln und einer Regengacke. Man weiß in den Bergen nie, ob das Wetter plötzlich umschlägt. Er freut sich sehr auf die Ruhe und die Natur. Sarah schreibt eine Liste mit Dingen, die sie morgen früh mitnehmen müssen. Sie müssen früh aufstehen, um den ersten Zug um 7 Uhr zu erwischen. Lukas stellt seinen Wecker auf 6 Uhr morgens. Er hofft, dass er gut schlafen kann, trotz der Vorfreude. München ist schön, aber die Berge haben eine ganz besondere Energie. Alles ist jetzt bereit für das große Abenteuer in den Alpen. Sarah, hast du morgen Zeit für einen Ausflug? Ja, das ist eine super Idee. Wohin fahren wir? Ich möchte gerne in die Alpen fahren. Toll. Fahren wir mit dem Auto oder mit dem Zug? Der Zug ist besser und entspannter. Okay. Wann fährt der erste Zug ab? Er fährt morgen früh um 7 Uhr am Hauptbahnhof. Das ist sehr früh, aber okay. Sollen wir auch ein Schloss besuchen? Ja, bitte. Ich möchte Neuschwanstein sehen. Gut, ich kaufe jetzt die Tickets online. Danke, Lukas. Ich mache uns ein paar Sandwiches. Am nächsten Morgen ist es noch ein bisschen dunkel, als Lukas und Sarah zum Bahnhof gehen. Die Stadt schläft noch, aber am Bahnsteig warten schon viele Wanderer mit ihren Rucksäcken. Der Regionalzug kommt pünktlich an und sie finden 2 gemütliche Plätze am Fenster. Lukas schaut aus dem Fenster, während der Zug langsam aus der Stadt fährt. Zuerst sieht er nur graue Häuser und Fabriken, aber nach 20 Minuten ändert sich die Landschaft. Die Wiesen werden grüner und man sieht die ersten kleinen Hügel im Nebel. Die Sonne kommt langsam heraus und beleuchtet die kleinen Dörfer mit ihren spitzen Kirchtürmen. Sarah liest in einem Reiseführer über die Geschichte der bayerischen Könige. Sie erzählt Lukas, dass König Ludwig II. Sehr einsam war und deshalb so viele Schlösser gebaut hat. Lukas findet das interessant, aber er schaut lieber die Kühe auf den Weiden an. Die Luft im Zug ist warm, aber wenn die Tür aufgeht, riecht es schon nach frischem Gras. Viele Leute im Zug tragen Lederhosen oder Wanderschuhe. Es herrscht eine fröhliche Stimmung, weil alle sich auf das Wochenende freuen. Lukas trinkt einen Schluck Kaffee aus seiner Thermoskanne und fühlt sich wach. Der Zug fährt jetzt schneller durch ein breites Tal. In der Ferne sieht man schon die hohen weißen Gipfel der Alpen. Das Gebirge sieht majestätisch und sehr beeindruckend aus. Lukas macht ein paar Fotos mit seinem Handy, um den Moment festzuhalten. Bald werden sie am Bahnhof ankommen und ihre Wanderung beginnen. Lukas, schau mal aus dem Fenster. Die Berge sind da. Wahnsinn, sie sind wirklich sehr hoch. Magst du auch einen Kaffee? Ja, gerne. Hast du auch Zucker? Nein, ich trinke den Kaffee immer schwarz. Kein Problem. So schmeckt er auch gut. Wie lange fahren wir noch? Nur noch 15 Minuten bis zum Bahnhof. Müssen wir dort umsteigen? Nein, wir bleiben in diesem Zug bis zum Ende. Gut, dann ziehe ich jetzt meine Wanderschuhe an. Ja, mach das. Wir müssen gleich aussteigen.
Als Lukas und Sarah aus dem Zug steigen, spüren sie sofort den Unterschied zur Stadtluft. Die Luft hier ist kühl, klar und riecht nach Tannenbäumen und frischem Quellwasser. Sie befinden sich in einem kleinen Dorf, das direkt am Fuß eines großen Berges liegt. Die Straßen sind schmal und sehr sauber und überall hört man das Läuten von Glocken. Lukas sieht viele alte Häuser aus Holz mit wunderschönen Balkonen voller Blumen. An den Wänden der Häuser sieht man bunte Malereien, die biblische Geschichten oder Szenen aus dem Dorfleben zeigen. Das Dorf wirkt wie aus einem Märchenbuch, sehr ruhig und friedlich. Es gibt keine lauten Autos und keine Hektik wie in München. Ein kleiner Bach fließt mitten durch den Ort und das Wasser ist so klar, dass man die Steine am Boden sieht. Lukas und Sarah spazieren langsam durch die Hauptstraße und schauen in die Schaufenster der kleinen Läden. Dort gibt es handgemachte Souvenirs, warme Wollpullover und regionalen Käse zu kaufen. Viele Touristen machen hier Pause, bevor sie mit der Seilbahn nach oben fahren. Sarah möchte zuerst in die Touristeninformation gehen, um eine Wanderkarte zu holen. Sie wollen einen Weg finden, der nicht zu steil ist, aber eine gute Aussicht bietet. Lukas genießt die Sonne auf seinem Gesicht und atmet tief durch. Er fühlt sich jetzt schon viel entspannter als heute Morgen. Die Menschen hier grüßen sich freundlich mit einem herzlichen Grüß Gott. Das ist eine schöne Tradition, die Lukas sehr gefällt. Hier ist es so schön ruhig, findest du nicht? Doch, die Luft ist wirklich fantastisch. Schau dir diese schönen Holzhäuser an. Ja, die Blumen auf den Balkonen sind wunderbar. Wo ist die Touristeninformation? Sie ist dort drüben, neben der Kirche. Gut, wir brauchen eine Karte für unsere Wanderung. Ich möchte einen einfachen Weg gehen. Okay, ich frage nach einem Weg durch den Wald. Gibt es hier auch ein Restaurant für später? Ja, hier gibt es viele gemütliche Gasthäuser. Super, ich habe jetzt schon ein bisschen Hunger. Sarah bleibt vor einem besonders großen Haus stehen und bewundert die Fassade. Sie erklärt Lukas, dass diese Art der Wandmalerei Lüftelmalerei genannt wird. Es ist eine alte Tradition in den Alpen, die Häuser so kunstvoll zu dekorieren. Die Farben sind sehr kräftig und zeigen oft religiöse Motive oder Jäger im Wald. Lukas findet es faszinierend, dass die Bilder auch nach vielen Jahren noch so gut aussehen. Die Dächer der Häuser sind flach und haben oft große Steine darauf, damit der Wind sie nicht wegbläst. Die Fensterläden sind meistens aus hellem Holz und haben kleine Herzen ausgeschnitten. Sarah macht viele Skizzen in ihr Notizbuch, weil sie die Muster für ihre Arbeit als Designerin nutzen möchte. Lukas bemerkt, dass fast jedes Haus einen eigenen Namen hat, der über der Tür steht. Er lernt viel über die regionale Kultur, indem er einfach nur die Gebäude beobachtet. Die Architektur passt perfekt in die umliegende Berglandschaft. Es gibt keine modernen Glasgebäude, die das Bild stören könnten. In der Mitte des Dorfplatzes steht ein großer Brunnen mit einer Statue aus Stein. Das Wasser aus dem Brunnen kann man trinken. Es kommt direkt aus den Bergen. Lukas füllt seine Wasserflasche auf und probiert das kalte Wasser. Es schmeckt viel besser als das Wasser aus dem Supermarkt. Lukas, weißt du, wie man diese Malerei nennt? Nein, keine Ahnung. Erzähl es mir. Das ist die berühmte Lüftelmalerei aus Bayern. Die Bilder sehen wirklich sehr alt aus. Ja, aber die Menschen pflegen ihre Häuser sehr gut. Warum liegen Steine auf den Dächern? Das ist wegen dem starken Wind im Winter. Das ist ja eine kluge Idee. Guck mal, das Haus dort heißt Sonnenhof. Ein schöner Name für ein Hotel. Komm, wir müssen weiter zur Wanderung gehen. Warte, ich trinke noch kurz etwas Wasser am Brunnen.
Nach dem Rundgang im Dorf machen sich Lukas und Sarah auf den Weg zum Schloss. Das Schloss liegt oben auf einem Hügel und man muss ein Stück durch den Wald laufen. Der Weg ist von hohen Buchen und Tannen gesäumt, die angenehmen Schatten spenden. Es geht stetig bergauf, aber Lukas findet das Laufen nicht zu anstrengend. Er genießt die körperliche Betätigung nach der langen Woche im Büro. Unterwegs treffen sie viele andere Touristen aus der ganzen Welt. Man hört viele verschiedene Sprachen, was Lukas sehr überrascht. Er hätte nicht gedacht, dass dieser Ort so berühmt auf der ganzen Welt ist. Sarah erzählt ihm, dass sogar Walt Disney von diesem Schloss inspiriert wurde. Von einer kleinen Brücke aus hat man den besten Blick auf das Gebäude. Das Schloss hat viele weiße Türme, die steil in den blauen Himmel ragen. Es sieht aus wie eine Festung aus einem alten Film über Ritter und Prinzessinnen. Lukas macht ein Video, während sie über die Brücke gehen, die sehr hoch über einer Schlucht hängt. Er schaut vorsichtig nach unten und sieht einen Wasserfall, der laut in die Tiefe stürzt. Das Rauschen des Wassers ist sehr beruhigend und übertönt die Stimmen der Menschen. Sarah möchte unbedingt eine Führung durch die Innenräume machen. Sie haben ihre Eintrittskarten schon vorher im Internet reserviert, um nicht lange warten zu müssen. Wie weit ist es noch bis zum Schloss? Ich glaube, wir laufen noch etwa 20 Minuten. Der Weg durch den Wald gefällt mir sehr gut. Ja, es ist hier viel kühler als in der Sonne. Oh, schau mal nach oben. Da ist das Schloss. Es ist wunderschön, fast wie im Märchen. Hast du die Tickets auf deinem Handy? Ja, ich habe die Bestätigung in meiner E-Mail. Gehen wir über die hohe Brücke dort? Ja, aber schau bitte nicht nach unten, wenn du Angst hast. Keine Sorge, ich finde die Aussicht toll. Gut, dann lass uns schnell ein Foto machen. Im Inneren des Schlosses ist es sehr prunkvoll und beeindruckend. Überall sieht man Gold, schwere Teppiche und kunstvolle Schnitzereien aus dunklem Holz. Lukas staunt über die großen Kronleuchter, die von der Decke hängen. Die Räume sind riesig und jeder Raum erzählt eine eigene Geschichte. Sarah erklärt, dass der König ein großer Fan von Musik und Sagen war. In vielen Zimmern sieht man Bilder von Schwänen, die das Symbol des Schlosses sind. Der Thronsaal ist besonders glänzend, aber es fehlt ein Thron, weil der König vor der Fertigstellung starb. Lukas findet es ein bisschen traurig, dass der König sein Schloss nie ganz bewohnen konnte. Von den Fenstern aus hat man einen weiten Blick über das ganze Tal und die Seen. Man kann die Segelboote auf dem Alpsee sehen, die wie kleine weiße Punkte aussehen. Sarah ist fasziniert von der modernen Technik, die es damals schon im Schloss gab. Es gab eine automatische Toilettenspülung und sogar eine elektrische Klingelanlage für die Diener. Lukas hätte gerne mehr Zeit, um jedes Detail genau zu betrachten, aber die Führung geht weiter. Nach einer Stunde verlassen sie das Gebäude durch einen großen Torbogen. Die frische Luft draußen tut gut nach der schweren Luft in den prunkvollen Sälen. Sie setzen sich auf eine Bank und schauen noch einmal zurück auf die weißen Türme. Es ist wirklich einer der schönsten Orte, die Lukas je gesehen hat. Wie fandest du die Führung im Schloss? Es war unglaublich. Alles war so voller Gold. Ja, der König hatte einen sehr speziellen Geschmack. Die Aussicht aus dem Fenster war mein Highlight. Das stimmt, man kann von dort oben alles sehen. Wusstest du, dass es dort schon Telefone gab? Ja, für diese Zeit war das sehr moderne Technik. Warum gibt es so viele Bilder von Schwänen? Der Schwan war das Lieblingstier des Königs. Das ist interessant. Hast du jetzt Hunger? Ja, ich möchte jetzt etwas Typisches essen. Dann suchen wir uns jetzt eine gemütliche Hütte.
Nach dem Schlossbesuch wandern Lukas und Sarah weiter bergauf zu einer traditionellen Almhütte. Eine Alm ist ein Weideplatz in den Bergen, wo die Kühe im Sommer grasen. Der Weg wird jetzt schmaler und etwas steiniger, aber die Aussicht wird immer besser. Lukas hört das Läuten der Kuhglocken, das immer lauter wird, je höher sie kommen. Er sieht eine Gruppe von Kühen, die gemütlich am Wegesrand stehen und das frische Gras fressen. Sie scheinen sich nicht an den Wanderern zu stören und schauen nur kurz auf. Lukas findet die Kühe sehr lustig mit ihren großen Augen und den sanften Bewegungen. Sarah warnt ihn, dass man den Tieren nicht zu nahe kommen soll. Sie gehen vorsichtig an der Herde vorbei und erreichen bald die kleine Hütte aus dunklem Holz. Vor der Hütte stehen lange Holztische und Bänke, auf denen schon viele Leute sitzen. Ein alter Mann mit einem Hut und einem Bart begrüßt sie freundlich. Er ist der Senner, der hier oben den Käse herstellt und die Tiere pflegt. Die Hütte ist sehr einfach, aber sie wirkt sehr gemütlich und einladend. Es riecht nach frischer Milch, Käse und gebratenem Speck. Lukas setzt sich auf eine Bank und genießt die warme Sonne auf seinem Rücken. Hier oben ist die Welt noch in Ordnung, fernab vom Lärm und Stress der Stadt. Hörst du das? Das sind die Kühe mit ihren Glocken. Ja, das klingt wie Musik in den Bergen. Schau mal, die Kuh dort drüben ist riesig. Komm nicht so nah ran, Lukas. Das ist gefährlich. Keine Sorge, ich mache nur ein Foto aus der Ferne. Da vorne ist schon die Almhütte. Endlich. Die Hütte sieht sehr alt und gemütlich aus. Ich freue mich auf eine kalte Limonade. Und ich möchte unbedingt den Bergkäse probieren. Sollen wir draußen in der Sonne sitzen? Ja, die Aussicht von hier ist einfach perfekt. Guten Tag. Haben Sie noch einen Platz für 2 Personen? Auf der Alm bestellen Lukas und Sarah eine typische bayerische Brotzeit. Das ist eine kalte Mahlzeit mit Brot, Käse, Schinken und verschiedenen Aufstrichen. Der Kellner bringt ein großes Holzbrett, auf dem alles sehr appetitlich angerichtet ist. Lukas liebt das dunkle Bauernbrot, das eine sehr harte Kruste hat und kräftig schmeckt. Dazu essen sie Oberster, eine bayerische Käsespezialität mit Paprika und Zwiebeln. Sarah trinkt dazu eine erfrischende Apfelschorle, während Lukas ein alkoholfreies Weizenbier probiert. Das Essen schmeckt nach der langen Wanderung besonders gut und gibt ihnen neue Energie. Sie unterhalten sich mit einem Paar am Nebentisch, das aus Berlin kommt. Die Berliner erzählen, dass sie jedes Jahr in die Alpen fahren, um zu wandern und zu entspannen. Lukas merkt, wie einfach es ist, hier mit fremden Menschen ins Gespräch zu kommen. Die Atmosphäre auf der Alm ist sehr gemeinschaftlich und ungezwungen. Zum Nachtisch bestellen sie sich noch einen Kaiserschmarrn zum Teilen. Das ist ein dicker, zerrupfter Pfannkuchen mit Rosinen und viel Puderzucker. Er wird in einer großen Pfanne serviert und riecht herrlich nach Vanille. Sarah findet den Kaiserschmarrn fantastisch und Lukas muss ihr zustimmen. Sie lassen sich Zeit beim Essen und genießen jeden Bissen. Es ist der perfekte Moment, um die Hektik der letzten Woche zu vergessen. Das Essen sieht wirklich lecker aus. Ja, und es ist so viel. Schaffen wir das alles? Bestimmt. Ich habe nach dem Wandern großen Hunger. Wie schmeckt dir der Käse? Er ist sehr würzig, genau wie ich es mag. Probier mal diesen Aufstrich hier, den Oberster. Der ist köstlich. Was ist da drin? Ich glaube Camembert, Butter und viele Gewürze. Sollen wir danach noch einen Nachtisch bestellen? Unbedingt. Wir müssen den Kaiserschmarrn probieren. Okay, ich ruf mal den Kellner. Das ist ein herrlicher Tag in der Natur. Nach dem Essen entscheiden sie sich für den Höhepunkt des Tages, die Fahrt auf die Zugspitze. Das ist der höchste Berg in ganz Deutschland und er ist fast 3000 Meter hoch. Sie nehmen die moderne Seilbahn, die sie in wenigen Minuten nach ganz oben bringt.
Während der Fahrt schaut Lukas durch die Glaswand und sieht, wie der See im Tal immer kleiner wird. Es ist ein mulmiges Gefühl, so hoch über dem Boden zu schweben, aber die Technik ist sicher. Oben angekommen ist es plötzlich viel kälter als unten im Tal. Lukas zieht schnell seine Jacke an, die er im Rucksack mitgebracht hat. Auf dem Gipfel liegt sogar im Sommer noch ein bisschen Schnee in den Felsspalten. Die Aussicht ist atemberaubend. Man kann bei gutem Wetter bis nach Österreich, Italien und in die Schweiz sehen. Hunderte von Berggipfeln ragen wie Wellen aus einem steinernen Meer hervor. Sarah läuft vorsichtig zur Aussichtsplattform und hält sich am Geländer fest. Der Wind bläst hier oben sehr kräftig und man hört das Pfeifen in den Ohren. Lukas sieht das goldene Gipfelkreuz, das direkt auf dem höchsten Punkt des Berges steht. Er macht ein Selfie mit Sarah vor der unglaublichen Kulisse der Alpen. Sie fühlen sich hier oben frei und sehr klein im Vergleich zur gewaltigen Natur. Trotz der vielen Touristen ist es ein magischer Ort, den man nie vergisst. Wahnsinn! Wir sind jetzt auf dem höchsten Punkt von Deutschland. Mir ist ein bisschen schwindelig. Es ist so hoch hier. Schau mal dort. Das sind die Gipfel in Österreich. Die Aussicht ist wirklich unglaublich schön. Hast du deine Jacke an? Es ist hier sehr kalt. Ja, zum Glück habe ich sie mitgenommen. Schau, da ist das goldene Gipfelkreuz. Können wir dorthin klettern? Nein, das ist nur für Profis mit Ausrüstung. Okay, dann bleiben wir lieber hier auf der Plattform. Lass uns ein Foto machen, bevor die Wolken kommen. Gute Idee. Lächeln bitte. Die Sonne beginnt langsam unterzugehen und färbt die Felsen der Berge in ein warmes Orange. Lukas und Sarah fahren mit der Seilbahn wieder nach unten und laufen zurück zum Bahnhof. Sie sind beide müde von der vielen Bewegung und der frischen Bergluft, aber sie sind sehr glücklich. Der Tag war voller neuer Eindrücke, vom Märchenschloss bis zum schneebedeckten Gipfel. Im Zug zurück nach München ist es jetzt viel ruhiger als am Morgen. Viele Wanderer schlafen oder schauen schweigend aus dem Fenster in die Dämmerung. Lukas denkt über das Leben in Bayern nach und wie schön es ist, die Natur so nah an der Stadt zu haben. Er möchte in den nächsten Wochen noch öfter solche Ausflüge machen. Es gibt noch so viele Täler und Seen, die er noch nicht kennt. Sarah schaut sich die Fotos auf ihrer Kamera an und zeigt Lukas die besten Aufnahmen. Sie planen schon ihren nächsten Ausflug, vielleicht zu einem der klaren Bergseen zum Schwimmen. Als der Zug im Münchner Hauptbahnhof einfährt, fühlen sie sich wie nach einem langen Urlaub. Die Lichter der Großstadt wirken jetzt sehr hell und laut nach der Stille der Berge. Sie gehen langsam nach Hause und freuen sich auf ihr gemütliches Bett. Das Abenteuer in den Alpen war ein voller Erfolg und der perfekte Start in das Wochenende. Lukas weiß jetzt, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat, nach Bayern zu ziehen. Er schläft in dieser Nacht sehr tief und träumt von hohen Bergen und grünen Wiesen. Ich bin wirklich müde, aber es war ein toller Tag. Ich auch. Meine Füße tun ein bisschen weh. Welches Erlebnis fandest du am schönsten? Der Kaiserschmarrn auf der Alm war das Beste. Für mich war es die Aussicht von der Zugspitze. Wann fahren wir das nächste Mal in die Berge? Vielleicht schon in 2 Wochen, wenn das Wetter gut ist. Das klingt super. Dann können wir an einen See gehen. Ja, der Eibsee soll sehr schön sein. Gut, wir schauen uns das morgen auf der Karte an. Jetzt möchte ich nur noch schlafen. Gute Nacht, Lukas. Träum was Schönes.